Heute beim Quickcheck. Wir haben unseren neuen Lieferanten Ejendals zu Gast und sprechen über Sicherheitsschuhe. Was ein Schuh alles so drauf haben muss, damit er euch sicher durch den Arbeitsalltag bringt, darum geht's jetzt. Was habt ihr uns heute mitgebracht? Wir haben euch heute den Jallas 1828 Jupiter-Schuh mitgebracht. Das ist ein ultra-robuster und trotzdem sehr komfortabler S3-Schutz-Halbstiefel. Bei solch einem Schuh kommt es sicher stark auf die inneren Werte an. Könnt ihr uns die erläutern? S3 steht dafür, dass er wasserabweisend ist. Das haben wir hier durch das PU-beschichtete Leder gegeben. Dann haben wir eine Zehenschutzkappe, in dem Fall aus Aluminium, und eine Nageldurchtrittsicherheit ist hier aus Stahl integriert. Die macht den Schuh noch mal etwas robuster. Ja, ich denke auch der Vorteil durch die Stahldurchtrittssicherheit ist, dass ich wirklich hier den 100%igen Schutz habe von spitzen Gegenständen, dass selbst wenn die sich durch unsere wirklich sehr robuste Nitrilsohle mal durcharbeitet, habe ich hier die 100%ige Sicherheit, dass das nicht durch meine Stahldurchtrittssicherheit sich durcharbeiten kann. Wie könnt ihr sicher sein, dass all diese Eigenschaften auch wirklich verlässlich funktionieren? Wir haben ein Labor. Unsere Schuhe werden ja in Finnland hergestellt. Dort haben wir ein Labor, die all diese Tests natürlich produktionsbegleitend macht und auch für Prototypen oder wenn wir Neuentwicklungen haben, wird das alles getestet. Und da gibt es über 40 verschiedene Tests. Es ist wirklich sehr komplex, dass man einen Schuh Sicherheitsschuh nennen darf. Aber ich denke, so die wichtigsten Sachen sind die Wasserdurchtrittssicherheit, das heißt, auch wenn ich mal durch Pfützen gehe, dass ich keine nassen Füße bekomme. Dann die verschiedenen Sicherheiten, was die Zehenschutzkappe angeht. Und ich habe heute hier mal was dabei, einen aufgeschnittenen Schuh, unsere Zehenschutzkappe hier. So sieht das aus, wenn ich mit besonders viel Druck auf die Zehenschutzkappe draufgehe und wie sie sich dann verformt. Und auch hier ist es wieder abhängig vom Material, wie das danach aussieht. Wir haben hier eine Aluminiumkappe und da hat man immer noch genug Platz im Schuh, wenn das wirklich mal kaputt gehen sollte und kommen dann unbeschadet aus meinem Schuh wieder raus. Habt ihr noch mehr Fachbegriffe für uns, die den Schuh auszeichnen? Der Schuh hat eine Nitril-Außensohle, die ist ölbeständig und hitzebeständig bis 300 Grad Celsius und hat zudem noch hier vorne einen 10-Kappen-Verschleißschutz, der den Schuh noch mal zusätzlich schützt. Außerdem hält der Schuh eine Aufschlagenergie von 200 Joule ab. Das heißt, um das mal in Relation zu setzen, ein Bohrhammer hat 2 bis 3 Joule Einzelschlagenergie und ein Abbruchhammer zwischen 20 und 70 Joule Einzelschlagenergie. Genau, also da ist er schon wirklich super stark, unser Schuh. Und was auch bei unseren Schuhen generell ist, ist, dass alle unsere Schuhe zugelassen sind nach DGOV 112191. Das heißt, es ist zugelassen für orthopädische Einlegesohlen. Und was hier wieder ganz wichtig ist, ist, dass wirklich nur Einlegesohlen genutzt werden, die entweder von einem orthopädischen Schuhmacher hergestellt worden sind oder die Einlegesohlen, die sowieso schon drin sind. Und wir haben hier ganz tolle Einlegesohlen. Ich öffne mal hier unseren Schuh, hole die Einlegesohle raus und zeige das mal. Und zwar haben wir hier eine Einlegesohle, die den Komfort von unserem Schuh nochmal erhöht. Wir haben hier im Bereich von Fußgewölbe eine Fußgewölbeunterstützung und auch hier im Bereich von der Ferse eine leichte Erhöhung, die quasi den Fuß genau dort hält, wo er sein muss. Das heißt, ich fange nicht an zu rutschen und bekomme deswegen auch keine Blasen oder sowas in meinem Schuh. Der Schuh schützt mich nicht nur, er entlastet mich sogar. Was unsere Einlegesohlen auch noch haben, ist eine ganz spezielle Dämpfung. Die ist ein bisschen versteckt. Dazu lege ich mal die Einlegesohle auf die andere Seite und man sieht hier diese gelben Bereiche. Die Bereiche sind genau in dem, dort, wo ich die meiste Last meines Körpers auf den Boden bringe. Das heißt hier einmal im Fersenbereich und einmal vorne an den Zehen, an den Fußballen. Und weshalb wir das hier überhaupt haben, möchten wir an einem kleinen Versuch hier mal zeigen und haben dazu unser Versuchskit mitgebracht und haben diese verschiedenen Materialien. Hier ist so ein Standard EVA. Und hier ist unser Dämpfungsmaterial, das nennt sich Poron XRD. Und dieses Material hat eine ganz tolle Eigenschaft, und zwar nimmt es uns die Last von den Schultern. Das heißt, wir möchten alles von dem Körper wegdämpfen und wie das wirklich funktioniert, sehen wir hier. Genau, ich lasse jetzt einmal die Kugel von oben da drauf fallen und man sieht, bei der herkömmlichen Sohle wird die Energie zurückgegeben.
was im Schuh dazu wirkt, dass es eben auf die Gelenke geht und das abgefangen werden muss. Bei der Poronsohle sieht man, der Stoß wird in die Sohle absorbiert und die Gelenke müssen das nicht oder diese Rückfederung nicht aufhalten. Genau, und das führt einfach dazu, dass ich weniger Ermüdungserscheinungen habe und auch weniger Verschleißerscheinungen für Knöchel, Knie, Hüfte bis hoch zu den Schultern habe. Quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Da hast du recht, ein echtes Multitalent, würde ich sagen. Wahnsinn, was da alles drin steckt. Danke für die tolle Erklärung. Ja, sehr gerne. Dankeschön.